Moin zusammen! Wir sind gerade mit unseren Enduros in Spanien, Enduro wandern. Und zwar sind wir mit unserer EXC 500 und der 250er unterwegs, sind hier schon einige Kilometer durch die Berge auf den Trails gefahren. Auf dem Trans-Euro Trail sind wir unterwegs und wir wollen jetzt einfach mal eine längere Erprobung machen, wie es so mit den beiden Sportenduros geht, also über mehrere Tage, wollen so 10-12 Tage unterwegs sein und haben jetzt wie gesagt schon die ersten Kilometer gemacht, haben richtig viel Spaß gehabt, also das ist wunderbar mit diesen leichten und performanten Motorrädern unterwegs zu sein. Als Gepäck haben wir hier nur ein Fenderberg mit dabei, Tankrucksack und einen Rucksack auf dem Rücken. Das ist alles, was wir jetzt so mitgenommen haben und wir wollen jetzt einfach mal testen, also wie wir mit noch weniger Gepäck unterwegs sein können. Leichte Motorräder, ja, und so richtig ordentlich groben Gelände auch. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. Haben schon gemerkt, die Sitzbank bei beiden, die ist schon recht spartanisch, also das könnte noch ein bisschen zum Problem werden. Und natürlich ein Rucksack noch auf dem Rücken zusätzlich als Gewicht, das ist was ganz anderes, aber ja, irgendwas ist immer. Und jetzt schauen wir mal, wie Mann und Maschine sich so die nächsten Tage schlagen. So, der erste Fahrtag ist rum. Wir haben einen wunderbaren Schlafplatz gefunden. Hier irgendwo auf dem Berg. Die Sonne scheint, ist angenehm warm. Also haben wir hier einen schönen Sonnenuntergang. Dass die Stimmung etwas trübt ist, der weiße Rauch, der aus der 250er gekommen ist, auf dem Weg hier hoch oder auch schon ein paar Kilometer vorher, die hat verdächtigerweise irgendwie Kühlwasser verloren und das ist vermutlich im Brennraum. Das heißt, wir haben eine undichte Zylinderkopfdichtung. Die wollen wir jetzt flicken. Und zwar auf dieser schönen Bergwiese hier. Hier steht die EXC mit Panoramablick und jetzt probieren wir das einfach mal. Wir haben natürlich keine passende Dichtung oder sowas dabei, das ist klar. Allerdings sind wir ausgestattet und haben so ein Hochtemperatursilikon dabei und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Wir haben nicht sonderlich viel zu verlieren. Genau, da sie vermutlich morgen früh nicht mehr anlaufen wird, werden wir da jetzt mal den Kopf runter. Beim Zweitakter ja eine ganz schöne Sache, kein Öl, keine Ventile, nur das Kühlwasser müssen wir rauslassen und auffangen und dann eben die Zylinderkopfschrauben aufmachen und dann sind wir gespannt, was uns erwartet. Ja, schauen wir mal, ob wir hier bei dem Abendlicht noch die 250er wieder zum Laufen bekommen, dass es morgen früh dann weitergehen kann. Aber das ist ja schon mal ein spannender erster Tag, sehr erlebnisreich und ja, spricht leider nicht so für die Zuverlässigkeit der KTM. So, wir haben jetzt den Zylinder untersucht, den O-Ring rausgenommen, den inneren, und mal sauber gewischt uns angeguckt. Dabei ist uns aufgefallen, dass es einen Riss gibt. Hier haben wir ein Foto von gemacht, Vergrößerung. Das heißt, hier komplett durch den Wassermantel gerissen bis rein zum Brennraum. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr dicht kriegen, aber wir werden jetzt trotzdem mal den O-Ring wieder reinmachen. Mit zum Dichtsilikon, ja, vielleicht bringt es ja irgendwas, aber das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also wir machen jetzt ein Dichtsilikon drauf, hochtemperaturbeständig, einmal hier unten in den Sitz rein und dann den O-Ring rein, auf die andere Seite auch nochmal Dichtsilikon. Ja, und dann schauen wir mal. Man muss jetzt noch dazu sagen, die Maschine hat 15 Betriebsstunden drauf. Also die wurde jetzt nicht im Wettbewerb bewegt unter Hochbelastung. Deswegen ist es natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass wir da jetzt schon so einen zerstörten Zylinderkopf haben. Aber da können wir uns ja dann später drum Gedanken machen. Ich versuche das jetzt hier mal schön halbwegs sauber aufzutragen.
Ja, dass es so gleichmäßig verteilt ist. Jetzt gucken wir, dass hier nichts davon Kühlkreislauf kommt, dass uns unsere Verkühlung irgendwo verstopfen kann. Also nach Möglichkeit natürlich so sauber arbeiten, wie es geht. Setzen wir den O-Ring rein. Den haben wir natürlich auch vorher noch mal sauber gemacht. Sehen wir hier auch noch mal eine Bahn. Durchgängig. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Problem jetzt hier dicht bekommen, ist natürlich sehr gering. Aber wenn wir eh schon offen haben, können wir es natürlich probieren. Und jetzt setze ich mal wieder drauf. Das sind die Passstifte. Vorsichtig raufdrücken. Ja, sitzt jetzt schon. So, das Drehmoment kennen wir natürlich nicht. Ich habe natürlich aufgepasst beim Lösen. Ich schätze mal, das sind so etwa 25 Newtonmeter. Und mit denen sich das jetzt überkreuzt an der kleinen Ratsche, kann man da eigentlich auch gar nicht so viel kaputt machen. Nach Handbuchvorgabe. Genau. So, jetzt haben wir die 250er wieder zusammengebaut, also wie beschrieben mit Dichtmittel den O-Ring geklebt. Wir haben jetzt nicht allzu große Zuversicht oder sind nicht sehr zuversichtlich, dass es dicht wird, aber wenn wir es eh schon offen hatten, blieb uns jetzt auch nicht viel anderes übrig. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich am ersten Tag beim Vergleich, ob die 500er und die 250er auch für Langstrecke taugen, also dass die 250er da gleich in die Knie geht. Wir können es natürlich auch nicht genau sagen, woran das liegt, aber wie gesagt, bei uns steht wenig Betriebsstunden drauf, wurde noch nicht mal artgerecht bewegt, wenn man so will, also überhaupt nicht groß belastet. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Ja, und wir lassen jetzt das Dichtmittel über Nacht trocknen, gucken uns das dann morgen früh nochmal an, füllen nochmal Kühlwasser nach und ja, dann werden wir weiter sehen, ob wir noch irgendwie fahren können oder nicht und schauen mal, wie sich das dann hier weiterentwickelt. Jedes Pferd wollte nicht reiten. Kann keiner sagen, dass ich es nicht probiert habe. Also.
Wir haben jetzt 750 Kilometer, 21 Betriebsstunden und haben jetzt hier nachfüllen müssen, weil die Ölkontrollleuchte angegangen ist. Das ist eine schöne Sache mit dieser Trennschmierung. Ich habe jetzt 425 Milliliter nachgefüllt, wie gesagt auf 21 Betriebsstunden, das ist überschaubar und ja, funktioniert eigentlich total problemlos. Hier an der Tankstelle kann man so schön dosierbare Tütchen kaufen, davon haben wir jetzt ein paar reingekippt, welche auf Reserve mit und eigentlich recht stressfrei.
Moin! Wir sind da jetzt schon einige Kilometer unterwegs. Also wir sind jetzt bei knapp 1000 Kilometern auf unserer Tour. 26, 27 Betriebsstunden, die wir haben. Und haben mittlerweile auch unseren Umkehrpunkt erreicht. Wir sind ja so auf der Seite Richtung Meer hingefahren, quasi bis León. Da sind wir gestern dann umgedreht. Haben jetzt so das Landesinnere erreicht. Wie ihr seht, ist das, hat sich die Landschaft stark verändert, also es ist flacher geworden. Auf jeden Fall, weil wir natürlich aus den Bergen raus sind. Und auch trockener, es ist weniger so dieses grobe Geröll. Dafür haben wir jetzt hier in diesem Flachlandschaft sehr viele Fliegen. Deswegen mussten wir uns gestern auch unser Lager hier mit dem Mückennetz aufbauen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich so recht angenehm. Hat eine trockene Nacht jetzt. Es war die letzten Nächte ein bisschen problematisch in den Bergen, dass es immer wieder geregnet hat. Ja, ich würde euch mal kurz auf der Karte noch zeigen, wie wir gefahren sind. Also wir sind ja hier gestartet, hier oben bei Bilbao und sind dann diese rote Linie entlang zum Meer. Dann immer hier in den Bergen, so die letzten Tage, und dann sind wir hier, haben wir die Berge quasi komplett überquert, hatten hier so unser Umkehrpunkt bei León und fahren jetzt diese innere rote Linie hier zurück. Und hier befinden wir uns gerade, also so am Fuße der Berge, noch in der Ebene drin. Und ja, es geht wieder Richtung Bilbao zurück. Die Maschinen laufen soweit eigentlich recht gut. Gestern, also bei der 500er, haben wir eigentlich gar keine Probleme, so eigentlich tadellos. Die 250er, da hatten wir ja diesen Kühlwasserverlust bzw. den gerissenen Zylinderkopf, weil wir keine Ersatzteile bekommen konnten. Also wir haben ein paar Händler angerufen, haben gesagt, wir fahren jetzt mal so weiter, sind jetzt aktuell dabei, dass wir so vielleicht 300 Milliliter Kühlwasser am Tag auffüllen müssen. Also das ist für uns so verkraftbar, ist jetzt nicht super, aber es geht, und sie läuft manchmal schlecht an, manchmal läuft sie sehr gut an und spuckt dann halt hinten ein bisschen so weißen Qualm raus, aber es geht noch. Ja, gestern haben wir Öl noch nachgefüllt bei der Zweitakter, das müssen wir da ja auch machen, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden, wie sie so mitmachen. Ja, die Reifen hier sieht man, die gehen natürlich dann langsam zur Neige, wobei das jetzt in den Bergen auch eine höhere Beanspruchung war, weil das Geröll da wirklich viel scharfkantiger, viel grober war. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie viele Tage die uns noch halten. Wir sind, wie gesagt, schon beim Umkehrpunkt angekommen und jetzt wartet erstmal die Sonne auf uns. Ein schöner sonniger Tag, das ist auf jeden Fall gut, kein Regen, und ja, wir freuen uns drauf. Ja, jetzt sind wir langsam Richtung Ende gekommen oder nähern uns dem Ende unserer Reise. Also wir hatten ja das Thema so ein bisschen Langstreckentest mit den EXCs, was die so taugen, mehrere Tage auch on Tour, auch mit Gepäck. Und waren jetzt auf dem spanischen TET unterwegs. Genau, und da wollten wir jetzt mal so ein bisschen unser Fazit mit euch teilen. Ja, wir vergleichen so ein bisschen, oder im Hinterkopf haben wir als Vergleich die Husqvarna 701 und die GasGas 700. Mit denen wären wir wahrscheinlich sonst diese Tour gefahren. Das ist so ein bisschen der Referenzpunkt. Und ja, genau. Was haben wir so erlebt? Ja, jetzt so nach einer Woche TET Nordspanien, muss sagen, von der Zuverlässigkeit her, so gesehen
fatal für die 250er, gut für die 500er. Allerdings ist es schwer zu vergleichen da. Also beide Fahrzeuge waren fast neu mit 12 und ich glaube 2 Betriebsstunden sind wir gestartet. Dann am ersten Tag direkt hier ordentlich Wasserverlust, festgestellt, Riss im Zylinder. Ist vermutlich schon irgendwas, was im Auslieferungszustand nicht ganz in Ordnung war. Wir haben es jetzt mit Silikon geflickt und uns mit Wassertanken quasi über die Bühne geholfen. Bei der 500er ist einmal die Feder vom Seitenständer, dieser Haltebügel ist davon geflogen, haben wir auch wieder gefunden, die Teile, zum Glück konnten wir dran schrauben. Jo, das war es eigentlich auch im Großen und Ganzen mit den Defekten. So gesehen machen sie sich eigentlich ganz gut. Ja. Also man musste sich um nichts kümmern, sonst eigentlich bis jetzt hier unser Wasserleck, sage ich mal, eine 250er, aber ja, also die Belastung, die sie im Gelände so bekommen haben oder so, das haben sie eigentlich alles gut weggesteckt und es war ja schon richtig grob auch und es war einfach ein gutes Gefühl, auch Motorräder zu haben, die dafür gemacht sind, also für die Strecken, das habt ihr im Video auch gesehen, was wir so gefahren sind, das ja, war schon richtig gut, ja. Und bis wir jetzt fertig sind, haben wir dann 1300, 1400 Kilometer gefahren, irgendwie zwischen 30 und 35 Betriebsstunden. Das hört sich jetzt natürlich sonst gemessen an Straßentouren nicht viel an, das fährt man sonst auch mal in 2 Tagen. Allerdings sind wir nicht faul auf der Haut gesessen, sondern wir sind wirklich eine Woche lang jeden Tag, den ganzen Tag Motorrad gefahren. Ja, genau. Also manche Passagen waren einfach so, da kam man so langsam voran, durchs Gebirge da irgendwie musste man sich richtig so im Ziegentempo fast vorankämpfen. Aber ja, das war eigentlich echt gut mit denen zu machen. Jetzt so zum Gepäck, unsere Erfahrung, also ihr habt ja gesehen, wir haben den Fenderbag vorne drauf und Tankrucksack noch und dann Rucksack eben auf dem Rücken. Das war natürlich schon ein bisschen anders, also gerade das Gewicht auf dem Rücken, was wir hatten. Sonst haben wir normalerweise die Tasche hinten drauf. Und das war jetzt im Gelände sicherlich gut. Also einmal, dass man die ganze Länge der Sitzbank hat, dass man immer wieder nach hinten rutschen kann, wenn es auch bergab geht. Das war schon wirklich hilfreich, dass da dann keine Tasche ist. Aber das Gewicht vom Rucksack hat es natürlich bemerkbar gemacht, auch weil die Sitzbänke jetzt nicht so super bequem sind. Und es ist nochmal zusätzliches Gewicht, das einfach auf die Sitzknochen dann auch drückt oder die Sitzknochen belastet. Ja, da würden wir nächstes Mal vielleicht doch ein bisschen was anderes machen oder uns eine andere Lösung noch überlegen. Also wir hatten teilweise halt Wasser hinten drin, was natürlich super viel Gewicht oder relativ viel Gewicht ist und eine Werkzeugtasche. Ja, da müsste man sich wahrscheinlich was anderes überlegen. Ja, wir haben eigentlich schon aufs Minimum reduziert. Nichtsdestotrotz sind wir ganz schön müde gerüttelt jetzt inzwischen. Aber ich meine, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Die Maschinen mit diesen 110, 115 Kilo, die sind wirklich, macht richtig Spaß damit durchs Gelände zu jagen. Wirklich, das ist kein Wandern mehr, das ist Rasen und das macht richtig Laune. Ne? Ja, genau, und wir haben euch ja auch vorgestellt, was wir so mitgenommen haben, also dass wir unsere Packliste nochmal abgespeckt haben. So rückblickend betrachtet würden wir nicht viel ändern. Wir haben gesagt, eventuell könnte man die Badehose und das Handtuch noch zu Hause lassen. Also wenn man baden geht, dann kann man das auch irgendwie in Unterhose noch machen. Und was aber wichtig wäre, das haben wir gemerkt, wäre noch ein Tarp mitzunehmen. Also normalerweise haben wir dieses wasserdichte Tarp mit dabei, das schön groß ist, dass man dann über die Motorräder spannen kann. Und es war jetzt halt doch so, dass es immer mal wieder geregnet hat, auch nachts Regen kam und dann ist man dann schon irgendwie aufgeschmissen, wenn man nichts Wasserdichtes dabei hat und dann ist man darauf angewiesen, dass man irgendwie ein Dach findet, wenn man auf Schlafplatzsuche geht. Das war so ein bisschen nachteilig, das würden wir wahrscheinlich jetzt dann das nächste Mal doch wieder einpacken. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir mit Regen in Spanien nicht so viel zu tun haben, kam jetzt aber wieder anders, aber es gehört ja auch irgendwie dazu. Also man muss sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ja, noch eine Sache vielleicht zu so Ersatzteilversorgung auch. Da muss man ja vorher immer überlegen, was nehme ich jetzt alles mit, und man kann unglaublich viel mitnehmen. Man kann auch noch ein Supportfahrzeug sich anheuern, das irgendwie einen Ersatzmotor mitführt und so. Ja, also es ist halt oft so, dass Sachen kaputt gehen, dann hat man sie doch nicht dabei. Also wir sind nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet und das wollen wir auch gar nicht, weil das ein Stück weit ja zum Reisen gehört und auch zum Abenteuer, dass man vielleicht improvisieren muss oder vielleicht auch mal irgendwie in der Klemme steckt und dann sich eine neue Lösung überlegen muss. Also wir wollen nicht diesen Gedanken haben, dass alle Gefahren oder alle Probleme irgendwie beseitigt werden könnten. Das finden wir eigentlich nicht so gut und bisher haben wir unsere Touren irgendwie alle zu Ende gebracht und mit die Motorräder auch wieder alle nach Hause gebracht. So von daher,
Ja, also das ist nochmal in aller Deutlichkeit, weil wir auch oft gefragt werden, habt ihr dieses dabei, habt ihr jenes dabei. Wir nehmen nicht alles mit. Wir hatten ja jetzt auch ein bisschen gelernt. Bei der letzten Tour hatten wir Pannenspray, das hat uns nicht geholfen. Jetzt haben wir mal Flickzeug mitgenommen. Also wir reflektieren natürlich während der Fahrt auch nochmal ein bisschen so, was man braucht. Und wir vergessen auch mal was. Ja, jetzt diesmal hätten wir vielleicht das Tarp mitnehmen sollen oder wir haben unseren Leatherman vergessen. Das passiert halt und das ist auch in Ordnung für uns. Also ja, man muss nicht für alles gerüstet sein, ist natürlich klug und hilfreich. Manchmal wünscht man sich dann doch, was mitgenommen zu haben, aber ja, also es ist auch vielleicht ein bisschen befreiend, nicht an jede Sicherheit zu denken. Das nochmal so als Einblick so von unserer Seite. Und das Ganze hier ist ja so ein bisschen Fazit. Mein Fazit wäre, jeder, der irgendwie Enduro fährt, gefahren ist oder das irgendwie interessant findet, sollte das mal probiert haben, mit so einer leichten Maschine durchs Gelände zu fahren, auch eine längere Strecke. Es macht einfach mega Spaß. Natürlich hat es Einschränkungen auf der Straße, lange Etappen, lange Transferstrecken, das macht keinen Sinn und vermutlich in Zentraleuropa macht es auch wenig Sinn. Aber einfach mal so durchs Gelände zu fliegen und die Maschinen machen einen nicht unbedingt zu einem besseren Fahrer, aber es ist irgendwie mehr möglich und es geht einfach was, man bleibt kaum hängen an irgendwelchen Stellen, sondern man macht es mal besser oder mal schlechter, aber eigentlich kommt man immer hoch. Ja, außer es wird dann natürlich richtig anspruchsvoll. Ja, ich kann es nur empfehlen, es mal zu probieren, es mal gemacht zu haben, denn es ist einfach anders, wie mit einer Tenere 700 durchs Gelände zu fahren. Ja, also man muss sagen, ich hatte bisher noch keinen, also auf dieser Tour noch keinen Sturz mit dem Motorrad. Also das liegt nicht daran, dass ich der super gute Fahrer bin, sondern dass die Maschinen einfach ja, eigentlich alles mitmachen und auch viel verzeihen. Also auch wenn es Fahrfehler gibt, die kämpfen sich da irgendwie doch noch hoch. Also haben echt irgendwie noch eine gute Reserve. Also da kann man, weil sie auch eben leicht sind, finde ich, noch relativ viel auch im Gelände selber so fahrtechnisch lernen und mitnehmen. Genau, schließe ich mich an, also einfach mal ausprobieren. Das ist schon irgendwie eine andere Hausnummer, nochmal so mit so leichten Gerät ins Gelände zu gehen. Ja, also klare Empfehlung von unserer Seite. Daumen hoch. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Begleiten. Rückmeldungen hören wir mal gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.